Moin Moin und herzlich willkommen zum neuen Tutorial. Heute zeige ich euch mal, wie man so ein bisschen Kleidung einfärbt. Ist egal, was ihr nimmt. T-Shirt, Kleid, Hose, was auch immer. Eine Cap oder sowas. Geht eigentlich ganz leicht. Wenn ihr hier das Bild habt, müsst ihr erstmal das T-Shirt jetzt in meinem Fall auswählen. Dazu nehmt ihr hier das Schnellauswahlwerkzeug und genau, auf Schnellauswahlwerkzeug. Macht natürlich den Kreis ein bisschen größer. Ihr könnt entweder hier die Größe benutzen oder wenn ihr die Alt-Taste drückt, die rechte Maustaste auch gedrückt haltet, dann könnt ihr nach links und rechts diesen Kreis immer höher machen oder kleiner. Größer oder kleiner natürlich. Wir machen jetzt mal grob erstmal. Er erkennt das immer sehr gut schon im Photoshop. Wir wollen hier natürlich auch den Rest vom T-Shirt mit haben. Hier geht er schön rum um die Hand. Da unten auch, um die Fingerchens. Das nehmen wir noch dazu. Gut. Hier oben hat er jetzt nicht so... Da nehmen wir noch ein bisschen mehr mit. Ich will euch es jetzt auch einmal grob zeigen. Wenn ihr aber wieder was wegnehmen wollt, wenn ihr hier zum Beispiel seht, der Hals, dann drückt ihr die Alt-Taste und dann kommt in dem Kreis das Minus statt das Plus. Und dann können wir hier direkt an der Kante von dem Kreis, also bis dahin, wo das wieder weggehen soll, drücken. Hier unten fehlt was vom Kragen, den nehmen wir wieder mit hoch. Gucken wir mal auf der Seite. Wieder ein bisschen kleiner den Kreis. So. So, hier beim Hals gucken wir noch. Na, das ist immer schwierig, weil der Halston hier ist so ein Schatten und die Farbe vom Kragen, das ist meistens, wenn er den gleichen Farbton hat, dann erkennt er das immer nicht so gut. Hier haben wir noch die Haare, die machen wir wieder weg mit dem Minus. So, dann haben wir jetzt schon mal den oberen Teil. Jetzt müssen wir natürlich noch zum unteren Teil gehen. Machen wir einmal schnell hier. Das sieht schon ganz fein aus. Da fehlt noch was. So, das Stück noch. So, da musste ich jetzt mal draus gehen, weil jetzt mache ich wieder aufs Minus und gehe genau hier auf die Kante. Und dann ist das gut. Hier bei der Hand noch ein bisschen korrigieren. Die muss nicht mit eingefärbt werden. Und dann passt das eigentlich. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr hier unten, wo ihr auch eine neue Maske macht, eine Farbton und Sättigung einfügen. Da wir jetzt eine Maskierung erstellt haben, benutzt ihr diese Farbton und Sättigung wirklich nur, seht ihr hier in dem kleinen Kästchen, nur was wir maskiert haben. So, jetzt könnt ihr auf Färben klicken und dann geht schon los. Dann könnt ihr einfach den Regler machen und euch eine neue Farbe aussuchen. Wir können auch die Sättigung, weil wenn wir hier auf grün sind, damit es ein bisschen grüner wird, oder die Helligkeit, ein bisschen dunkler wieder oder hell, das sieht natürlich wieder nicht so realistisch aus. Also bei der Helligkeit würde ich immer so auf dem Mittelton bleiben. Sättigung kann man so ein bisschen machen und dann könnt ihr jede Farbe ändern. Hier oben sehe ich gerade, haben wir etwas geschlust. Da können wir jetzt zum Beispiel, wenn wir Doppelklick auf die Maskierung hier machen, dann öffnet er hier das Fenster. Ich mache hier immer die Ansicht auf Überlagerung. Dann sieht man nämlich ganz gut, was maskiert ist. Und könnt hier zum Beispiel bei dem Plus wieder ein bisschen hinzufügen, was ihr jetzt vielleicht vergessen habt. Oder wenn was zu viel war, das wieder wegzunehmen. Seht ihr hier zum Beispiel, wenn ich jetzt das Minus mache, macht er jetzt den ganzen Dings weg. Oh, das wollte ich jetzt nicht. So, einmal schnell zurück. Wir können jetzt hier nochmal gucken, wie es hier aussieht. Jo, und das können wir so lassen. Bei den Armen ist auch alles okay, da ist nichts. Ne, und dann klickt ihr einfach OK und habt auch diesen Ton hier oben. Ja, da hätte es noch ein bisschen besser sein können. Aber das ist nachher Feinarbeit. Genauso wie hier. Und hier ist was am Arm. Gut, das gucken wir uns nochmal an. Das gucken wir uns nochmal an. Da machen wir hier nochmal das Minus. Und hier.
Auch das Minus. So. Nee, da sollte ja das Plus hin. Ach Gott, ich bin so doof. Das sieht man gar nicht so gut. Weil hier ist diese Kante. Ist echt schwer zu sehen. Ja, ihr müsst da ein bisschen rumbasteln. Weiche Kanten könnt ihr nachher noch machen. Dann ist so der Übergang, der Überlauf ein bisschen besser. So, wir lassen das jetzt einfach so. Auf jeden Fall könnt ihr so die Sachen einfärben. Geht vorne wieder hier auf Farbtonsättigung. Macht ihr hier ein schönes Shirt. Ein bisschen heller. Nicht zu kräftig, weil dann fehlt nachher so ein bisschen die Struktur. Ja, und dann könnt ihr ganz leicht eure Kleidung einfärben. Vielleicht für Produktbilder oder irgendwas für eine Homepage. Oder was ihr auch immer wollt. Wenn ihr einfach nur gucken wollt, ob euch die Farbe rosa steht. Oder auch nicht. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht und gefallen. Würde mich über einen Daumen oder ein Like oder irgendwas anderes, das ist das gleiche, ein Abo oder ein Glöckchen freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder oder hören uns. Ciao, ciao.